Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um eine Funktion gehen, die ich erst absolut beschissen fand und mittlerweile mag ich sie echt gerne. Und zwar ist das der Backbutton-Fokus. Was man damit machen kann, gerade in der Filterfotografie, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ja, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen normalem Fokus und dem Backbutton-Fokus? Das will ich mal ganz kurz zeigen bzw. erklären anhand meiner 5D Mark IV. Und zwar ist es ja normalerweise so, im Urlaub, ihr rennt durch die Gegend und fokussiert mit halb durchgedrückten Auslöser. Und dann, wenn ihr fokussiert habt, drückt ihr ganz durch und macht das Foto. Viele sind der Meinung, das ist absolut beschissen. Ich verstehe nicht warum. Also so fokussiere ich normalerweise immer, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder so. Ne? Wenn ich jetzt quasi die touristischen Fotos mache. Und andere schwören aber auf diesen sogenannten Backbutton-Fokus. Und da wird das Ganze nämlich entkoppelt. Da habt ihr hier vorne nämlich nur noch den Auslöser, könnt hier nicht fokussieren und der Autofokus, der läuft hinten über den AF-On-Button. Jetzt als Beispiel an meiner Canon 5D Mark IV. Und das läuft dann so ab, ihr guckt durch den Sucher oder Live View, habt den Autofokus an, fokussiert mit dem Daumen und wenn der Fokus getroffen hat, löst ihr vorne mit dem Zeigefinger über den Auslöser aus und macht so euer Foto. Diese Art zu fokussieren fand ich eigentlich bis jetzt ziemlich bescheiden und weiß nicht, ich würde dann immer vergessen irgendwie zu fokussieren, keine Ahnung. Deswegen habe ich es nie benutzt. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, hey Mann, bei der ND-Filterfotografie ist das Ganze echt sinnvoll. Und warum das sinnvoll ist, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar ist es ja so, ihr richtet euren Shot ein, fokussiert, wenn es geht, mit Autofokus und macht dann euren Filter vorne drauf, löst aus und auf einmal passiert Folgendes. Die Kamera sucht, der Autofokus findet nichts mehr und ihr habt euren ganzen Shot versaut. Ja, ihr habt vergessen, den Autofokus abzustellen. Ne? Kann man ja hier vorne am Objektiv so schön machen, aber leider vergisst man das doch öfters mal. Und da bin ich dann auch auf die Idee gekommen, Mann, Backbutton-Fokus, so einfach. Und da läuft das dann nämlich so, ihr richtet euren Shot ein, fokussiert über den Daumen und macht den Filter rauf und könnt dann ganz normal über den Auslöser bzw. über den Fernauslöser, sollte man bei Langzeitbelichtung ja machen, ganz normal auslösen und der Fokus passt. Das Ganze müsst ihr natürlich eigentlich auch nur machen, wenn ihr einen wirklich starken Filter drauf habt. Wenn ihr jetzt mal, ihr habt gutes Licht und ihr habt nur einen ND 1.8 drauf, da könnt ihr auch durch den Filter super fokussieren. Da müsst ihr nicht vorher fokussieren, bevor ihr den Filter drauf macht, sondern das geht auch so. Aber die Sache mit dem Backbutton-Fokus ist, muss ich sagen, doch eine echt geniale Erfindung. Aber es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich begriffen hat, wofür sie für mich Sinn machen kann. Wie ihr das Ganze einstellt, zeige ich euch mal anhand meiner Canon 5D Mark IV. Und zwar müsst ihr dafür ins Menü gehen, dann in das, naja, das ist so ein komisches Orange, würde ich mal sagen. Das ist dieses Symbol mit der Kamera und diesen Strichen, dieser Lichtwaage darunter. Ne? Da müsst ihr hin und da geht ihr auf Seite 3, ganz nach unten, da findet ihr den Bereich Custom-Steuerung. Da geht ihr rein und gleich das erste Symbol in dieser Tabelle links, das ist quasi so eine Darstellung von dem Auslöser. Und daneben findet ihr so ein Fokussymbol und da steht AF im Falle, falls es noch nicht eingestellt ist. Ne? Da geht ihr dann rein und stellt das Ganze von Messung und AF Start, das ist das linke Symbol. Dann geht ihr auf das mittlere Symbol auf und
auf Messung Start und das Ganze bestätigt ihr und schon ist das Ganze eingestellt. Ja, so eine einfache Einstellung kann echt Wunder bewirken und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und das vielleicht in der nächsten Zeit in die Tat umsetzen. Und ja, schreibt immer in die Kommentare, ob ihr das nicht vielleicht auch schon länger benutzt und ich jetzt eigentlich nur als Schlusslicht hinten dran hänge. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Normalerweise habe ich den Backbutton-Fokus nie wirklich gebrauchen können. Und mittlerweile mag ich ihn doch echt ganz gerne. Ja, das war es in aller Kürze zu einer wirklich nützlichen Funktion und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, euer Dennis.